Also erst einmal vielen Dank, dass ihr bei dieser Marktstudie hier über uns mitmacht. Wer seid denn ihr und wen habt ihr im letzten Pergament gespielt? Ich bin Luise und ich habe Bruno gespielt, den Wachmann. Ich bin die Emma und ich habe Odilia gespielt, die nette Fürstin. Ich bin die Greta, ich habe in dem Film angespielt. Hi, ich bin Tobi und ich war mal als Statist in der Lästerne Wache. Fangen wir mal an, Magnus. Dann irgend so ein Typ im Wirtshaus, dann war ich Regieassistent, dann war ich Fahrer und Ersthelfer am Set. Ich bin der Tobi Ackermann und ich habe die Requisite, also ich bin der Requisiteur in diesem Film. Ich bin Konrad und ich habe so einen Tavernensäufer da gespielt gehabt. Also mein Name ist die Ronja und ich habe Marie gespielt. Ich bin die Nele und ich spiele die Johanna. Ich bin Saskia. Und ich bin die Anna. Ich bin Mika. Ich bin der Steffen. Ich bin die Saskia. Ich bin Ruben. Und was waren eure Aufgaben am Set so? Ich durfte halt vielen Menschen hinterherlaufen oder aus dem Bach raushelfen oder ich war betrunken in der Kneipe. Ich habe die zweite Kamera mitgemacht und kümmere mich jetzt mit Ruben noch als Schnittassistent zum Schnitt. Ich war zuständig für den Ton, beziehungsweise so ein bisschen noch irgendwie Technik, glaube ich. Ich habe das gemacht, was irgendwie angefallen ist. Ich habe eine kleine Rolle als Bauer gehabt. Eigentlich bin ich als Setfotograf engagiert worden. Sets aufbauen, abbauen, Requisiten sortieren, Datenbanken erstellen, so Requisiteurmäßig Sachen. Ich habe mich um die Kostüme gekümmert, mal mehr, mal weniger gut. Und ich war auch mit ein bisschen für die Maske zuständig und die Frisuren. Ja, als Regie halt aufzupassen, dass da alles funktioniert und wir einen Film eventuell noch draus kriegen. Hattet ihr eine Lieblingsszene? Die Kneipenszene. Da gab es mehrere, ja. Einmal die im Wirtshaus, weil einfach es total kompliziert war, die ganzen Leute da unter Dach und Fach zu kriegen. Es hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen musste man den Text nicht perfekt können. Man durfte ein bisschen abgekatert, so ein bisschen, doch Schauspielern. Kaputt sein. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, dort mit Licht rumzuprobieren. Von einem pur visuellen Standpunkt wahrscheinlich die Szene im Frauenzimmer, als im Vordergrund schön die Fläschchen standen. Das war einfach von der Komposition her so traumhaft. Also letztes Jahr auf jeden Fall. Aber die hat es ja nicht mal in den Film geschafft. Willst du, Marie, jetzt Abend mit mir verbringen? Nein, dieses Jahr durfte ich dir keinen Korb geben. Das war nicht so schön. Das stimmt. Was meine Favorite-Szene ist, ich stehe auf dynamische Bilder, war die, wo Ann und Marie den Weg runtergelaufen sind und wir mit Gimbal und Ton quasi von weggelaufen sind. So, das finde ich total cool, macht mir eigentlich am meisten Spaß. Ja, die, wo ich meinen Sohn zusammenscheißen darf. Wie doof er denn sei, dieses Fürstentum zu führen und dass dieses Pergament ganz, ganz wichtig ist. Da hast du dich einfach wohl bei gefühlt, oder? Ja, naja, ich durfte ihn halt nicht anschauen, obwohl ich ihn anschauen sollte. Die mit dem Kran war geil, aber die ist, glaube ich, nicht so geil geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber es war einfach cool, da rumzuprobieren. Als wir sehr spät abends Was steht im Pergament? im Thronsaal oben lagen, schliefen, zitterten und dann Alan plötzlich angefangen hat zu schreien. Wo alle im Saal zusammenzuckten. Sieh mich an! Stark in Erinnerung geblieben ist der letzte Drehtag, an dem wir alle nur noch übers Feld gerannt sind, weil wir so fertig waren. Und habt ihr einen Moment, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist, so von der gesamten Woche? Viele, nicht immer positiv. Also der Schlüsselmoment war für mich der, als ich da ankam und mich darauf freute, diesmal wirklich nur als Fotograf arbeiten zu können. Und mir mitgeteilt wurde, es ist kein Fahrer da, du müsstest einkaufen fahren. Damit war klar, was ich den Rest der Woche mache. Also das war mein Schlüsselmoment. Das war die Szene auf der Wendeltreppe. Irgendwann meinte Ruben, glaube ich, wir nehmen nur die Kamera unten. Ich war an der Kamera oben, weil das auf der oberen Kamera nicht rübergekommen wäre.
Und ich habe mich hingesetzt und ich bin einfach weggeschlafen. Und irgendwann hieß es dann so, Tobi? Wo ist Tobi? Tobi? Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen, meine Freunde sind ins Bett gegangen, haben mich vergessen. Und die letzte Frage auf einer Skala von 1 bis grün. Wie durch wart ihr nach dem Projekt? Violett. 1 bis grün. Ja. Ich würde sagen, so ein schönes Kanariengelb. Ich hätte es eher als Flieder beschrieben. Einhorn. Würde ich auch so sagen, allerdings würde ich an das Einhorn gerne noch so einen Raumdufterfrischer wie so ein Auto dranhängen. Ja, grüner Tannenbaum. Grüner Tannenbaum. Das sind die schlechten Tannenbäume, oder? Nee, das sind die grünen Tannenbäume. Oh, die grünen Tannenbäume. Die grünen Tannenbäume. Die hätten wir gebraucht. Ja, immer. Grüne Tannenbäume. Kann ich nur sagen. Mehr grüne Tannenbäume das nächste Mal. Das ist eine Idee. Ja. Du kannst mir doch nicht sagen, dass du dich auf die Fragen nicht vorbereitet hast, Ruben. Ich fand die auch. Schon wieder. Geht's dir gut? Nein. Aufzupassen, dass da alles funktioniert und wir einen Film eventuell noch draus kriegen. Hat nicht funktioniert. Ich danke euch. Ja. Oh. Danke.